Nach über 10 Jahren auf dem Olymp der Supersportwagen ist die Ära des Bugatti Veyron nun endgültig vorbei und der Chiron tritt sein Erbe an. Konkurrenten hat er mittlerweile zur Genüge und auch technisch hat sich seitdem einiges getan. Aus diesem Grund wagt Supercars einen Blick hinter die Kulissen der Entwickler und gibt einen Ausblick auf die Sportwagen der Zukunft. Ein legendärer Supersportwagen setzt sich zur Ruhe. Ein letztes Mal polieren. Ein letztes Mal feinjustieren. Dann ist seine Ära endgültig vorbei. 2005 läutete der Bugatti Veyron ein neues Zeitalter von Supersportwagen ein. Über 1000 PS stark, über 400 km/h schnell und über 1 Million Euro teuer. Ein Superlativ auf Rädern. Mit dem 450. produzierten Bugatti Veyron La Finale geht seine Ära nun endgültig zu Ende. (1909) wurde die legendäre Marke in Frankreich von Ettore Bugatti gegründet. 1998 übernahm der Volkswagen-Konzern das Unternehmen und produziert seitdem ganz im Sinne des Gründers das Überauto Veyron. Doch jetzt ist es Zeit für etwas Neues. Der Nachfolger Chiron steht in den Startlöchern, bereit, den Wahnsinn auf die Spitze zu treiben. Mit 1500 PS und einem Grundpreis von 2,4 Millionen Euro stellt er alles bisher Bekannte in den Schatten. Doch optisch und technisch bleibt er der Linie des Veyron treu und die Konkurrenz hat in der Zwischenzeit ordentlich nachgelegt. Extreme und seltene Supersportwagen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer und auch technisch macht es den Eindruck, als wären sie schon ein ganzes Stück weiter. McLaren hat eine komplette Modellpalette aufgebaut und mit dem P1 eine Hightech-Waffe auf die Straße gebracht. Koenigsegg baut extrem leistungsstarke und Lamborghini wunderschöne Supersportler. Auch bisher unbekannte Marken und Antriebssysteme sind dabei, den Markt aufzumischen. Beispielsweise Nanoflow Cell mit der revolutionären Flusszellentechnologie oder ein über 1000 PS starker Elektrosportwagen aus Kroatien von Rimac. Es scheint, als sei momentan fast alles möglich. Am nächsten an den Perfektionismus des Bugatti Chiron kommt aber eine kleine Sportwagenschmiede aus Italien. Pagani hat sich mittlerweile einen Namen gemacht, produziert in noch geringeren Stückzahlen und ist preislich auf Augenhöhe. Ihr neuester Streich, der Pagani Huayra BC. Leichter, schneller und radikaler. Das Kürzel BC steht übrigens für Paganis allerersten Kunden, Benny Caiola.
Der Pagani Huayra BC ist ein pfeilschnelles Kunstwerk auf Rädern. Aus 12 Zylindern schöpft er 800 PS. Deutlich weniger Leistung als ein Bugatti Chiron. Doch im Gegensatz zum 2-Tonnen-Koloss von Bugatti wiegt er gerade einmal 1218 Kilogramm. Sein Preis? 2,4 Millionen Euro. Gerade einmal 20 Fahrzeuge werden in Handarbeit entstehen, denn Horacio Pagani, Schöpfer dieser wunderschönen Kunstwerke, legt höchsten Wert auf Exklusivität. Doch selbst die Chinesen mischen sich jetzt in den Wettstreit der Supersportwagen ein. Das Forschungs- und Entwicklungsunternehmen TechRules aus Peking zeigt einen Technologieträger, der das Potenzial haben könnte, die Welt der Supersportwagen zu verändern. Es handelt sich um ein Elektrofahrzeug mit einem patentierten Turbinenladesystem. Eine im Heck des Fahrzeugs verbaute Mikroturbine liefert Strom für die Speicherbatterien. Dadurch soll die maximale Reichweite auf bis zu 2000 Kilometer steigen. Die Leistungsdaten sind dabei mindestens genauso beeindruckend. TechRules verspricht über 1000 PS und eine Beschleunigung von 2,5 Sekunden auf 100. Was aber erstmal nach Fantasie klingt, funktioniert in der Realität schon tatsächlich. Erste Testfahrten in Monza zeigen, dass es TechRules ernst meint. Bisher wird die Turbine mit Kerosin befeuert, doch es soll in Zukunft auch möglich sein, diese mit Erdgas oder Biogas zu betreiben. Bei Mercedes nimmt das Auto der Zukunft etwas andere Formen an. Mit dem Ziel, einen möglichst geringen Luftwiderstand zu erreichen, hat Mercedes die Hybridstudie Concept IAA entwickelt, die über eine bewegliche Karosserie verfügt. Heck, Front und auch Felgen fahren ab einer Geschwindigkeit von 80 km/h automatisch aus und verringern so den CW-Wert. Darauf sind die Entwickler besonders stolz. Mit diesem Konzept haben wir zwei Autos in einem abgebildet. Einmal ein wunderschönes, optisch attraktives, viertüriges Coupé und gleichzeitig steht hier der CW-Weltmeister. Das erreichen wir durch drei wesentliche Bereiche, indem wir an der Front was tun, die Räder spezifisch angucken und dann das Heck. Auch wenn es sich vorerst nur um eine Studie handelt, soll eine ähnliche Front die ab 2018 geplanten Elektroautos von Mercedes zieren. Insgesamt sind 15 kleine Elektromotoren notwendig, um die Karosserie vom Design in den Aerodynamikmodus gleiten zu lassen. Nach 10 Sekunden ist der Spuk auch schon vorbei. Die Studie verfügt dann über einen CW-Wert von 0,19. Bei Serienfahrzeugen wäre das ein Weltrekord. Auch im Inneren geht es futuristisch weiter. Es wirkt fast schon steril und gibt einen Einblick in die Innenraumgestaltung künftiger Serienmodelle.
Momentan steckt unter der Studie die Hybridtechnik des Mercedes C350e. Die Systemleistung beträgt, wie beim Serienmodell, 279 PS. Doch die Reichweite steigt aufgrund der verbesserten Aerodynamik von 36 auf 66 Kilometer. Eine durchaus interessante Studie, die eine optimale Aerodynamik sichtbar macht. Aus Ingolstadt kommt ein Konzeptfahrzeug, das zwar in der Grundidee nicht wirklich neu ist, aber bisher viel zu wenig Beachtung findet. Das Audi h-tron Quattro-Konzept soll das große Potenzial der Brennstoffzellentechnologie demonstrieren und gibt gleichzeitig einen Ausblick, wie ein zukünftiger Audi Q6 aussehen könnte. Auch der Audi h-tron verfügt über zahlreiche ausfahrbare Karosserieteile, um die Aerodynamik zu optimieren. Doch die entscheidenden technischen Highlights verstecken sich darunter. Insgesamt 3 Wasserstofftanks befinden sich platzsparend unter der Fahrgastzelle und dem Gepäckraum. Bei 700 Bar Druck speichern sie etwa 6 Kilogramm Wasserstoff und ermöglichen so eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Zum Beschleunigen und Rekuperieren ergänzt ein kompakter Lithium-Ionen-Akku den Brennstoffzellenantrieb. Der Strom aus Brennstoffzelle und Hochvoltbatterie treibt 2 E-Maschinen an. Eine an der Vorderachse mit 90 kW und eine an der Hinterachse mit 140 kW. Ein intelligentes Management steuert dabei situationsabhängig das Zusammenspiel. Mit 550 Newtonmeter Systemdrehmoment beschleunigt das Audi h-tron Quattro-Konzept in weniger als 7 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 200 km/h begrenzt. Der Innenraum gibt einen Ausblick auf die nächsten Generationen. Das Zentralinstrument, das Audi Virtual Cockpit Curved OLED, ist die nächste Entwicklungsstufe des bekannten Virtual Cockpit und nutzt ebenfalls organische LEDs als Leuchtelemente. Mit Radarsensoren, einer Videokamera, Ultraschall und einem Laserscanner verfügt das Konzeptcar über die neueste Technik in Sachen pilotiertes Fahren. Laut Audi soll diese aufwendige Technologie 2017 im neuen A8 serienreif sein. Auch Porsche geht einen großen Schritt Richtung Zukunft, denn dieses Konzept wird tatsächlich in Serie gehen. Dieses Fahrzeug ist die Antwort von Porsche auf die elektromobile Zukunft. Unser Porsche Mission E. Tesla hat die Konkurrenz unter Druck gesetzt. Jetzt geht Porsche einen entscheidenden Schritt in Richtung Elektrosportwagen. Das Konzeptfahrzeug ist für uns eine ganz tolle Herausforderung, weil das für uns der erste Elektrosportwagen ist. Man kriegt einen Auftrag, in dem Fall wäre dann ein 4-sitziger Sportwagen mit Elektroantrieb. Dann fängt man halt das Team an zu skizzieren. Und dann gibt es in regelmäßiger Abstand eine Präsentation, da werden die Skizze gezeigt. Wenn eine Skizze ausgewählt ist, geht es weiter in ein Modell in 1:3. Mit der Idee von dem Fahrzeug werden erstmal die Proportionen von dem Autos festgelegt. Und dann schaut man, wie man das realisieren kann. Wir haben ein Rolling Chassis erstellt, haben den kombiniert mit Elektrokomponenten aus dem Boxster E und haben somit einen fahrbaren Demonstrator erstellt. Für uns war es sehr wichtig, hier ganz typische Porsche-Proportionen zu erschaffen. Wir konnten mit der Front extrem tief gehen, weil wir haben vorne keinen Motor und wir benötigen auch keine riesigen Lufteinlässe.
Dementsprechend konnten wir alles vorne sehr sauber, sehr clean gestalten, fast ein bisschen wie die alten Porsche in den 50er, 60er Jahren. Wir haben das Ganze dann eben zusammen gemixt mit den tollen Formen vom 919 und diese Verbindung Rennsport mit einem richtig designten Fahrzeug, das war für uns das Tolle. Ein Gedanke war natürlich, wie integriere ich jetzt auf eine hübsche Art einen Air Curtain, der die Luft dann ums Vorderrad führt. Und das ergibt diese Front, wo man sieht, es hat diese klassische runde Porsche-Nase und der wird dann flankiert von 2 Klappen. Und da fließt dann die Luft unter der Scheinwerfer durch Richtung Rathaus. Zunächst ist das Fahrzeug eindeutig erkennbar als Porsche. Aber hier wollten wir Designer auch mal ein Stück weit die Tür aufmachen und mal gucken, wie könnte sich eine Porsche-Formensprache und insbesondere eine Porsche-Elektro-Formensprache weiterentwickeln. Hier wollen wir auch ein bisschen provozieren an der einen oder anderen Stelle am Fahrzeug. Aber auf den allerersten Blick über das Thema Proportionen und das generelle Designthema ist es eindeutig als Porsche erkennbar. Wir haben hier ein paar strategische Themen, die uns sehr wichtig sind, platziert. Für mich ist das Thema Vierpunktlicht in der Front. Im Heckbereich haben wir das Thema des Lichtbogens. Das Türkonzept ist für uns von Sportwagen typisch erstmal rahmenlos und für einen optimalen Einstieg in den Formbereich haben wir gegenläufig öffnende Türen. Wir haben keine B-Säule, damit einen perfekten Zugang zum Frontbereich. Unter der Karosserie der Sportlimousine befindet sich feinste Porsche-Technik. Wie bei Hochleistungs-Elektrofahrzeugen üblich, liegt die Batterie im Unterboden und sorgt so für einen tiefen Schwerpunkt. Pro Achse wird ein eigener Elektromotor zum Einsatz kommen und dennoch bleibt ausreichend Platz für 4 Personen und 2 Kofferräume. Zum Laden ist dabei noch nicht einmal ein Kabel notwendig. Kunden können in Zukunft über eine spezielle Bodenplatte das Fahrzeug induktiv laden. Geplant ist aber auch ein Turbo-Charging-System, das in der Lage ist, die Batterie in 15 Minuten auf 80% zu laden. Kein Wunder, dass Porsche auf das Mission E-Konzept stolz ist, denn Technologieträger gehen sehr selten nahezu 1:1 in Serie. Und auch im Innenraum wird Hightech zum Einsatz kommen. Das Auto ist echt ein ganz besonderes Auto für Porsche. Es ist eine neue Ikone. Einer unserer bekanntesten Autos ist natürlich der 911er. Und das, was der 911er schon seit Ewigkeiten für Porsche ist, soll jetzt dieses Auto weiter fortsetzen, auch in das neue Zeitalter. Deswegen haben wir uns auch im Interieur ganz was Besonderes einfallen lassen. Wir haben uns auf verschiedene Punkte versucht zu konzentrieren. Einer dieser Punkte ist, dass wir auch eine ganz neuartige Interaktion mit dem Fahrzeug haben wollten. In diesem Fall können wir mit Gestikerkennung und Eye-Erkennung eine Eingabe machen ins Auto. Wir haben versucht, eine neuartige Art Holographie zu erzeugen. Auf die Beifahrerseite und auch über die Mittelkonsole kann ich Eingaben machen. Das ist etwas, was wir auch schon bei der 918 jetzt heute in Serie haben. Ansonsten haben wir auch in den Sitz etwas Neues. Also das ist auch ein Leichtbausitz und natürlich auch ein Schalensitz, relativ sportlich gemacht. Und natürlich auch die Verarbeitung und die Qualität der Materialien ist wirklich auf dem höchsten Standard, so wie man es von einem Porsche erwartet. Mit dem Mission E geht Porsche einen großen Schritt Richtung Elektroauto der Zukunft. Bei BMW machen sich Entwickler und Designer aufgrund des 100-jährigen Firmenjubiläums Gedanken darüber, wie Mobilität in 20 Jahren aussehen könnte. Wir glauben, dass in der nächsten Zukunft und sicherlich auch in den nächsten 100 Jahren die Technologie in Mobilität sich sehr stark verändern wird. Das hat ja schon angefangen. Diese Veränderungsgeschwindigkeit nimmt gerade zu. Wir werden sehen, dass sich Antriebsstränge stark verändern werden. Wir werden sehen, dass die Digitalität die Autos oder Motorräder stark verändern wird. Wir glauben, dass Fahrzeuge intelligenter werden. Und all das, glauben wir, bietet uns sehr viele Möglichkeiten, auch im Design ganz große Schritte zu machen. Was aber bleiben wird, ist, dass all unsere Produkte sehr, sehr emotionale Gestaltung haben werden und auch sehr emotionale Fahrerlebnisse bieten werden. That's too technical, you know? And I think, I don't know what you want to do here, but
Die lebendige Fahrzeuggeometrie ist ein Konzept, das wir uns für dieses Auto ausgedacht haben. Wir unterstreichen damit die Tatsache, dass die digitale und analoge Welt in der Zukunft zusammenarbeiten, um ein nahtloses Nutzererlebnis zu schaffen. Einige Fahrzeugteile bewegen sich daher und reagieren auf die Informationen, die das Fahrzeug übermittelt. Besonders wenn es um die unterschiedlichen Fahrmodi der Zukunft geht, reden wir viel über autonomes Fahren, selbstständiges Fahren und so weiter. Das Auto muss sich aktiv an diese Fahrbedingungen anpassen. Und in meinen Augen wird das durch die lebendige Fahrzeuggeometrie möglich. Ease und Boost sind zwei Modi, die in diesem Fahrzeug zum Einsatz kommen. Ease ist für die Momente, in denen man sich nicht komplett auf das aktive Fahren konzentrieren möchte. Wenn man sich entspannen oder vielleicht auf etwas anderes konzentrieren möchte. Und Boost ist für die Momente, in denen man das typische BMW-Fahrerlebnis möchte. Das Vision-Fahrzeug ist etwas ganz Besonderes für uns. Wir denken dabei nicht nur über die Form nach, sondern auch über die Wertigkeit, wie man im Auto lebt und wie die Marke sich entwickeln kann. Die Studie Vision Next 100 soll zeigen, wie das Auto in 20 bis 30 Jahren aussehen könnte. Der Innenraum fällt dabei sehr clean und aufgeräumt aus. Der Fahrer wird die Wahl haben, ob er selbst fahren möchte oder das Fahrzeug die komplette Arbeit übernimmt. Die futuristische Optik mit verdeckten Rädern, deren Ummantelungen sich beim Lenken mitbewegen, funktioniert zwar wirklich, steht aber noch in weiter Ferne. Auch hier geht es um die Optimierung des Luftwiderstands. Das Fahrzeug verfügt über Informationen, die dem Fahrer noch unbekannt sind, und informiert ihn über ein riesiges Head-Up-Display in der Scheibe. Dies ist ein großer Beitrag zur Verkehrssicherheit. So könnten in Zukunft viele Unfälle vermieden werden. Die auf dem Armaturenträger angeordneten Dreiecke sollen dem Fahrer auf natürliche Weise vor Gefahrensituationen warnen. So könnte die Mobilität in Zukunft aussehen. Welche Ideen und Innovationen sich wann durchsetzen werden, wird sich zeigen. Doch eines steht fest: Auch die Welt der Supercars steht im Wandel.